Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Age of Empires 3 Definitive Edition mit mir, Gaius Julius Caesar. Nachdem ich seit über 3 Jahren auf meinem YouTube-Kanal Age of Empires 3 mache und hunderte Videos dazu habe, ist es natürlich klar, dass es bei mir die Definitive Edition auch als eine der ersten Videos zu sehen gibt. Jetzt schon als Preview-Version, liebe Zuschauer. Ja, das alles ist eine Preview-Version, das heißt, es kann noch ganz kleine Änderungen geben vor dem Release am 15. Oktober, aber ich kann euch jetzt schon mal als einer von wenigen exklusiv einen Einblick geben in die Definitive Edition, und ich freue mich sehr darüber, dass mir das hier zur Verfügung gestellt wurde. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Und ja, wir wollen diesen glorreichen Moment damit beginnen, dass ich euch die Schweden in diesem Video vorstellen möchte. Eine der neuen Nationen in der Definitive Edition bei Age of Empires 3. Aber ich möchte euch auch gleich zu Beginn ankündigen, was es die nächsten Tage noch für Videos geben wird, auch heute noch. Und zwar werden wir noch Vorstellungsvideos machen zu den Inka, auch eine neue Nation in Age of Empires 3. Dann zu den Lakota und den Haudenosaunee, die zwei Indianernationen, ehemals Sioux und Irokesen, die sich auch noch relativ stark verändert haben. Des Weiteren gibt es ein Erklärvideo zur Revolution, weil da hat sich auch noch sehr viel verändert, was die Revolution deutlich attraktiver macht und deutlich sinnvoller. Also freut euch da auf jeden Fall darauf. Des Weiteren werde ich euch alle historischen Schlachten auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen und zeigen. Die sind neu dazugekommen und wurden erstellt. Das ist auch sehr spannend. Des Weiteren gibt es auch noch heute Abend ein Allround-Multiplayer-Tutorial, wo ich euch nochmal ganz genau erkläre, auf was es im Multiplayer ankommt und euch Tipps und Tricks für die Age of Empires 3 Definitive Edition gebe. Schaut doch da auf jeden Fall mal rein. Ich habe mir relativ viel Mühe gegeben und habe versucht, an alles wirklich zu denken und euch zu zeigen. Ich glaube, das ist ganz gut geworden. Aber jetzt wollen wir nicht uns länger aufhalten. Wenn ihr keins dieser Videos, die ich euch angekündigt habe, verpassen wollt, abonniert doch gerne den Kanal. Und ja, jetzt wollen wir mit den Schweden anfangen. Zu Beginn, was gibt es denn zu den Schweden zu sagen? Bei den Schweden hat sich natürlich einiges verändert. Sie haben ganz besondere Häuser, sogenannte Torps, die können tatsächlich Nahrung von Beeren und Tieren sammeln, Gold von Minen und Holz tatsächlich von Bäumen. Und geben dadurch nochmal auch ja, Unterstützung, wenn man dort sammelt. Also, das ist so ein bisschen wie die Briten. Es lohnt sich hier bei den Schweden eben auch relativ schnell diese Torps zu bauen an sinnvollen Stellen. Außerdem haben sie eine andere Einheit von Musketieren, die wir uns dann gleich noch anschauen werden. Ihre Royal Guard Einheit sind die Hakapeliten, sehr mächtige Kavallerieeinheiten, die sowohl schießen können, aber auch im Fernkampf extrem stark sind und die auch einen Splash-Fernkampfangriff haben. Des Weiteren gibt es eine kostengünstige Artillerie, die sogenannten Lederkanonen, die schon in Age 2 verfügbar sind. Das ist eine riesen Besonderheit. Ihr könnt euch auch schon in Age 2 zwei dieser Lederkanonen schicken lassen. Und deswegen werden die Schweden allgemeinhin als ja, eher rushlastige Nation gesehen, mit der man Early Pressure ausüben kann. Und die Inka, die ich nochmal in einem extra Video euch zeigen werde, eher als Late-Game-Nation, die eher boomig ist und eher defensiv spielt. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal rein. Und gehen hier gleich mal auf die Bisons. Grafik ist eigentlich auch hier wunderschön. Kleiner Hinweis, ich spiele noch nicht auf der allerhöchsten Grafik hier, die möglich ist. Weil ich euch eine gute Performance liefern möchte. Ich habe aber auch schon in Kürze, in einigen Wochen wird es einen neuen PC geben bei mir, wo ich mehrere tausend Euro investiert habe, dank eurer Spenden auch unter anderem und natürlich durch das, was ich mir angespart habe. Und dann sollte das überhaupt alles gar kein Problem mehr sein, dann kann ich euch in 4K in höchster Auflösung jedes Spiel zeigen und alles wird perfekt laufen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. So, wir wollen jetzt aber hier noch ein paar Schätze uns holen. Spielen auf der Prärie, ganz klassisch mal gegen einen Holländer als KI. Und ja, ich will das jetzt nicht so total kompetitiv machen, sondern euch vor allem in Ruhe sehr viel erklären können. Aber die KI jetzt in Age of Empires 2 Definitive Edition ist nicht zu unterschätzen tatsächlich. Jetzt habe ich fast vergessen, das Torp zu bauen. Das muss ich eigentlich relativ schnell machen. Ist ja auch mein Haus. Und außerdem gibt es mir jetzt hier einen richtigen Boost an Nahrung und bei der Mine gleich. Also das ist ein perfekter Standort für das erste Torp. Und dann seht ihr auch mal, wie es ausschaut. Herrliche Grafik, wie ich finde. Ja, schön, ein bisschen mit Gras bewachsen. Es gibt auch immer einen Beerenstrauch, der dann da noch kommt. Genau. Schauen wir uns mal das Deck an, was ich mir zusammengestellt habe. Das kann sicherlich auch anders ausschauen. Ich hole mir mal 2 Siedler zu Beginn. Man könnte hier auch noch eine Teamkarte holen, einen Schürfwagen. Das ist einfach eine Mine eigentlich. Und die Minen halten auch länger dadurch. Und Dorfbewohner ändert den Ertrag von Sammeln für Minen um 25%. Ja, ist grundsätzlich auch eine ganz interessante Karte. Jetzt hat fürs schnellere Vorankommen hole ich mir mal die 2 Siedler. Hallo?
Jetzt versuche ich mal den Bison hierher zu schießen, noch in die Nähe von dem Torp. Mal schauen, ob ich das schaffe. Ja, perfekt. Okay, perfekt. Dann haben wir alles außenrum bei diesem Torp jetzt. Können uns ein bisschen noch auf Schätze konzentrieren. Hier ist noch ein Schatz. Oh, 110 Nahrung. Das ist super Start. Super Start. Den Schatz holen wir uns. So. Ja, also die Definitive Edition bietet echt einiges auf jeden Fall. Und auch, die hat ein klein wenig die Kampagne geändert. In der Warchief-Kampagne, den Indianer-Akt mit Jayden Black, wenn ich mich nicht täusche. Da wurde alles ein wenig, also was heißt ein wenig, ziemlich stark sogar überarbeitet und verändert. So. Und ja, auch die Kampagne will ich euch natürlich zeigen, aber ich glaube, die Kampagne, da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. Vielleicht, wenn ich dann auch den neuen PC habe, werde ich euch dann auch mal vollständig die Kampagne auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad vorstellen. Und jetzt können wir auch schon agen. Ein Außenpostenwagen, 200 Münzen nehmen wir. Hier gibt es auch noch 2 Siedler, 2 halbgemästete Kühe, 500 Nahrung, ein Militärwagen, ein Arsenal und einen Heißluftballon. Meine Güte. So, gleich mal schön auf Nahrung gehen. Und vor allem Herden ranholen. Ganz wichtig, dass wir ein bisschen Hörden gehen. Hier oben haben wir es leider nicht erkundet, ob da noch eine Herde ist. Das würde ich gerne mal schnell nachholen wollen. Und hier auch eine Herde ranholen, wenn es geht. So, ihr merkt, wir holen uns schon hier... Ich baue jetzt hier mal das Torp an der Herde ran. Am besten ist es aber auch immer bei Münzquellen, das tatsächlich noch zu bauen. Würde ich auf jeden Fall auch immer empfehlen. Dadurch bekommt ihr auch noch einen ordentlichen Münzzufluss. Was dann doch gar nicht mal so schlecht ist. So, wir gehen jetzt noch stärker bitte aufs Holz. Gehen wir mal auf dieses Holz, weil hier wird übrigens auch automatisch Holz gesammelt von diesem Torp-Haus. Okay, und jetzt würde ich auch noch gerne einen Marktplatz bauen wollen. Und danach holen wir uns noch die Herde hier. Okay, Moritz von Nassau ist schon im zweiten Age, also der Holländer wird uns auf jeden Fall Ärger machen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die Herde hat sich leider ein bisschen unschön wegbewegt. So, wir sind im nächsten Age angekommen. So. Haben noch den Außenpostenwagen hier. Ich würde den vielleicht mal hier so ein bisschen hinstellen. Ich glaube, da steht er ganz gut. Ein paar Upgrades holen wir uns. Und als nächstes baue ich dann direkt noch die Kaserne. Vielleicht hier eher defensiv. Wobei, nee, ich baue erst den Stall tatsächlich. Damit kann ich ihn auch ein bisschen nerven, denke ich. Und wir holen uns tatsächlich gleich mal 2 Lederkanonen. Starke Einheit auf jeden Fall. So, und wir gehen jetzt schön auf die Nahrung dort. Schön auf die Nahrung dort. Genau. Perfekt am Torp. Gehen wir hier drüben noch auf Holz. Eigentlich hätte ich mir erst Holz schicken müssen, aber ich möchte jetzt hier mal ein bisschen aggressiv an die Sache gehen. So. Das sind jetzt diese 2 Lederkanonen, die können wir uns mal kurz anschauen. Haben nur 170 Lebenspunkte, also gefährlich, also die können schnell sterben, aber 40 Belagerung, 3-mal extra Schaden gegen Infanterie, also in der Hinsicht sind sie stark. Wenn ihr die gut beschützen könnt, dann sind die nicht schlecht und dann ist auch diese Karte am Anfang ziemlich stark. Und jetzt holen wir uns erstmal das Holz noch für weitere Torps. Und wir bräuchten mal noch ein bisschen mehr Nahrung. Gleich mal die Herde wieder ranschießen hier an den Torp. Okay. So, ich nutze gleich mal die Kavallerie und schaue mal, ob ich bei ihm irgendwas bekommen kann. Ich habe ihn dann noch leider gar nicht gescoutet. Fällt mir jetzt erst auf.
Wo ist denn der Feind überhaupt? Hier haben wir schon eine Kaserne. Wir können einen Siedler gleich töten. Perfekt. Machen gleich mal hier ein bisschen Raiden. Oh, er hat den Coureur irgendwo gerettet scheinbar. Oh, da sind Pikiniere. Oh mein Gott, sind da viele Pikiniere. Aber da sind auch viele Siedler. Perfekt. Das heißt, ich muss aber sofort eine Kaserne bauen. Das ist jetzt brandgefährlich. Die ganzen Pikiniere können halt meine Kraft down bekommen. Ja, und jetzt seht ihr hier mal die in Aktion. Die machen ganz guten Schaden. So. Hier gibt es Holz. Wir bauen mal hier hinten einen Torp. Hallo. Konnten einige Siedler und Coureure jetzt eben hier auch vernichten. Und wir können jetzt Karolinger bauen. Das sind die Musketiere der Schweden. Ich brauche aber noch mehr Torps tatsächlich. Befehl? Ich baue tatsächlich mal hier einen noch hin. So, die Frage ist, wo bekomme ich noch Siedler? Vielleicht da unten? Das ist gar nicht so schlecht. Geist ist ziemlich clever. Die KI jagt auch tatsächlich unsere Kavallerie mit Pikinieren. Also das machen sie extrem gut. Nur ihre Siedler haben sie nicht so gut im Griff. So, jetzt seht ihr gleich, wie schnell unsere Kanonen hier Schaden bekommen. Also deswegen haben wir uns gleich mal Karolinger geholt hier. So. Okay, jetzt bauen wir mal hier noch einen Torp hin. Hier noch einen Torp an das Holz ran. Und gleich auch noch hier einen Torp bauen. Und wo haben wir denn die ganzen Holzsiedler? Die dürfen auch mal hier alle in das tote Tier. Und vor allem holen wir uns noch eine wichtige Karte. Verdreifacht die Münzsammelrate von den Torps. Was doch ziemlich stark ist. So, die sind auch relativ schnell, die Kanonen. Klein und schnell. Ja, und machen echt einen guten Schaden. Also, da kann man sich tatsächlich nicht beschweren. Jetzt holen wir uns nochmal Gold und gehen ins dritte Age. Haben den Feind auf jeden Fall schon mal ein wenig geschwächt. Machen mal weiter, so gut es geht. Stahlfallen und Waschgoldmine fehlt mir noch. Und ich vergesse so ein bisschen die Siedlerproduktion, muss ich gestehen. Bin ich leider ein bisschen hinten dran. Das war nicht so gewollt. Bauen wir mal hier noch einen Torp. Und dann schieße ich hier gleich wieder ein Tier. Perfekt. Okay, wie viele Torps? Wo kann ich denn noch Torps bauen vielleicht? Hier unten gehen wir mal noch drauf. Okay, und hier hole ich mir noch einen Bison gleich in der Nähe des Torp. Genau, perfekt. Hallo. Gruvarbeiter. Befehl? Ja. Und von mir aus nochmal hier hinten auch ein Torp. Und ich würde jetzt gerne noch mehr Husare bauen. Und auch Karo... Ah ne, halt, ich wollte Agen. Haha. Bauen wir mal weniger Husare. Und sammelt mal bitte schnell das Gold ein hier, Freunde. Das wäre mir wichtig. Ich habe gerade sehr viel Nahrung, aber wenig Gold. Wenn ihr wissen wollt, wie ich Hotkeys mache oder Einheiten gleichzeitig rekrutiere oder wie das Herden geht, das alles erkläre ich euch in meinem Multiplayer-Tutorial-Video. Schaut da einfach mal rein. So. Wir können ins nächste Age gehen. Was holen wir uns denn da? 2 Korsaren, ein Kaperschiff, schnelles Agen, ein Planwagen, 2 Lederkanonen, Anheuern von Jägern und schwarzen Reitern im Saloon. Ich würde sagen... den Planwagen, damit dass wir ein bisschen auf Wirtschaft auch gehen können. Gruvarbeiter. Befehl? Ska ske. Jägare. Hallo. Befehl? Ja. Nein! Ja. Ich wollte die Herde eigentlich nicht wegschießen. Ja. Gruvarbeiter. Passiert.
Jag är jägare. Ja. Hallå? Ja, das mit den Torps ist auch immer so eine halbe Snickare. sinnvolle Angelegenheit. Skogshuggare. So, wir bauen jetzt noch einige Husaren, bitte. So. Ah ja, können unsere Husaren noch ein bisschen raiden gehen hier. Ich kann doch bestimmt hier noch irgendwo jagen. Ich sehe hier aktuell noch keine Feinde. Wir haben auf jeden Fall mittlerweile mehr Punkte. Wir haben also auf jeden Fall den Holländer enorm geschwächt. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wieso baue ich so viel Kavallerie, wenn der doch Pikes hat. Das werde ich euch gleich noch erklären. Es gibt nämlich eine Karte, die wandelt Husaren in Hakapeliten um. Muss man wahrscheinlich nicht nutzen, ist vielleicht auch nicht das Sinnvollste, aber ich wollte es auf jeden Fall mal austesten. Und euch dann gleich mal zeigen. Okay, ich habe jetzt nicht mehr so viel hier entdeckt. Ein paar Karoliner brauche ich auch noch. Und eine Kanonengießerei lohnt sich auf jeden Fall auch noch. Also Kanonen bei den Schweden lohnen sich. Würde ich auch behaupten. So, und ich muss endlich noch mehr Siedler bauen. Ja. Befäl. Jägare. So. Und ich bräuchte noch mehr Holz. Für weitere Torps eigentlich. Wie hast du es nur geschafft, so schnell durch die Zeitalter voranzuschreiten? Ja, gute Frage. Wie habe ich das nur Dein geschafft? Geheimnis verraten. Mein Geheimnis? Ich kann dir doch nicht mein Geheimnis verraten. So, wir machen nochmal 5 Husare. Und dann reicht das, denke ich, auch als Armee. Ich brauche mal ein bisschen mehr Gold. Marktplatz. Ja, okay, mir fehlt aber auch Holz. Holz und Gold gerade. Wir haben sehr viel Nahrung. Ja. Jägare. Okay. Befäl. Jägare. Ja. Hallå? Hallå. Gehen wir mal hier auf Holz. Skogshuggare. Holen noch die Marktplatz-Upgrades, bitte. So, und jetzt hole ich mir mal die Karte tatsächlich. Die wandelt eben die Husare in Hakapeliten um. Damit werden die richtig mächtig. Also wir haben jetzt schon sehr viele Husare und wenn die jetzt in Hakapeliten umgewandelt werden, dann ist das schon stark. So, hier können wir uns jetzt Falconette holen. Wir können unsere leichten Kanonen stärken und die werden dann zu Infanteriekanonen weiterentwickelt. Wir können auch unsere Karoliner upgraden, uns Schweizer Pikeniere holen. Oder die Lebenspunkte der Veteranen Hakapeliten erhöhen, das mache ich jetzt mal. Ich habe schon gemerkt, die Religions-Upgrades in der Kirche, die lohnen sich bei den Schweden nicht so sehr. Also man bekommt Spezialeinheiten, aber jetzt nichts Besonderes, was, ja, ich sag mal, total einen helfen würde. Skogshuggare. Okay, wir gehen jetzt mal stärker wieder aufs Holz. Ich kann ja auch mit meinen Hotkeys mal arbeiten hier. Okay, jetzt sollen wir mal ordentlich aus Siedler produzieren. Und wir können jetzt ja auch nochmal diese ganzen Lederkanonen bauen. Und dann hole ich mir auch nochmal das Upgrade, dass die besser werden. So, jetzt habe ich hier diese Hakapeliten. Die haben 48 Nahkampfangriff, 31 Fernkampf. Zack. Jetzt gehen wir mal in den Nahkampf tatsächlich. Und im Nahkampf sind die halt einfach noch besser, ne, als im Fernkampf. Deswegen, hier sollte man auf jeden Fall öfters mit dem Nahkampfmodus spielen, den ich euch gerade gezeigt habe hier. Das lohnt sich auf alle Fälle. Wir reißen mal hier die Kaserne ein. Und hier kommen jetzt nochmal 3 leichte Kanonen. Und ich würde gerne nochmal ins nächste Zeitalter voranschreiten. Dafür brauche ich noch mehr Gold. Hallå? Skogsjägare. Gruvarbetare. Gehen wir mal noch stärker auf Gold. Wir müssten natürlich noch mehr Torps eigentlich bauen. Snickare. Na. Snickare. Gruvarbetare. So, okay, ich will mal nicht das Dorfzentrum gleich zerstören. Ich will euch ja noch ein paar Sachen zeigen, aber ich kann mal hier die Bank der Holländer vernichten. Damit schwächen wir ja ihre Wirtschaft enorm. Boah, schaut euch an, wie diese Lederkanonen schießen. Und ich kann die ja noch upgraden mit dem Heimatschiffsladungsupgrade. Also diese Lederkanonen kostengünstig. Kosten uns, ich kann es mal kurz nachschauen,
300 Nahrung, 100 Holz. Also das ist eigentlich ganz gut im Vergleich zu den Falconetten, die 100 Holz und 400 Gold kosten. Wenn man mal genügend Nahrung wie wir übrig haben, ist das jetzt die richtige Einheit. Ich kann jetzt also wunderbar mich da stärken. Und ich würde gerne nochmal ins nächste Zeitalter gehen. 2 Falconette, 5 Hakapeliten, 10 Karolinger. Pikiniere erreichen Gardestatus, das ist auch spannend. Gardegrenadiere entwickelt. Wir haben jetzt aber nicht mit Pikinieren gearbeitet. Ich hole mir einfach nochmal die Falconette. So, da ist die Bankgeschichte vom Holländer. Und wir gehen nochmal auf den Turm. Und hier im 4. Zeitalter können wir die auch nochmal upgraden. Die Hakapeliten dann auch im 4. Zeitalter. Die Karoliner könnten wir jetzt schon mal upgraden, mache ich auch. Befäl? Ansonsten kann ich euch ja nochmal kurz ein paar Sachen zeigen, indem ich mal die Kirche baue, das Arsenal und auch den Saloon. Snickare. Jägare. Befäl, snickare, jägare. Hallå? Okay, wir gehen hier mal wieder stärker auf die Nahrung. Haben auch schon einige Torps eben gebaut. Hier wurde jetzt der Turm zerstört. Okay, wir gehen jetzt nochmal hoch, weil wir wollen jetzt noch nicht das Spiel sofort beenden, obwohl wir wirtschaftlich relativ gut unterwegs sind und militärisch eben auch. Und uns hier noch die Upgrades. Ja. Hallå? Jägare. Jägare. So, jetzt baue ich hier tatsächlich gleich den Torp ran. Snickare. Jägare. Oh, okay, verdammt. Das eine Tier hat es jetzt leider verschwinden lassen, weil ich den Torp rangebaut habe. Gut. Kann man halt auch nie wissen. Oh, die Siedler wollen hier wieder Militärgebäude aufbauen. Das geht natürlich nicht. Dein technologischer Fortschritt wird dich nicht vor dem Zorn meiner Truppen retten. Den Zorn der holländischen Truppen, den will ich nochmal sehen. So, hier sind jetzt unsere 2 Falconette aus dem Age-Up. Und ja, hier können wir jetzt eben die Infanteriegeschütze einmal upgraden, wenn wir das wollen würden. Und könnten jetzt eben uns die 2 Fabriken holen, 2 Falconette und 2 Kulverinen nochmal. Hier ist das Upgrade für die Infanteriekanonen dann. Genau, aber was ich euch jetzt auch vielleicht nochmal zeigen kann, schon mal kurz vorab, ich mache nochmal ein eigenes gesondertes Video, wo ich euch die Revolution ganz genau zeige. Und wir können uns mal kurz anschauen, was können denn die Schweden für eine Revolution machen. Sendet einen Vorwagen und alle Forts spawnen eine Gatling-Kanone, wenn man die Vereinigten Staaten wählt. Oder Finnland liefert 4 Grenzblockhäuserwägen. Ihre Siedler werden zu karelischen Jägern, die von Kisten und Bäumen sammeln, sowie Blockhäuser errichten können. Das würde mich mal interessieren tatsächlich. Hallå? Gehen wir nochmal schnell auf Holz. Sammeln hier nochmal die Armee auf. Dann zeige ich euch gleich wenigstens nochmal schnell die Revolution. Aber wie gesagt, in einem eigenen Video, wo ich Portugal mal wähle, werde ich euch ganz genau die ganzen Details bei der Revolution dann auch zeigen. Das empfehle ich euch auch zu schauen. Und hier haben wir jetzt die... Habe ich mir das weiterentwickelte Arsenal irgendwo geholt? Nee. Ich habe, glaube ich, automatisch schon so ein starkes Arsenal. Also hier sogar Militärtrommler, Geschwindigkeit erhöht, Papierpatronen und so weiter. Ja, also auch da könnten wir uns gut upgraden. Hier unsere klassischen Kirchen-Upgrades. Hier können wir uns Mamelucken holen, Landsknechte, Renegados, Comancheros und Wilder Westen. Erhöht dann die Lebenspunkte von den Pistoleros und so weiter. Alles klar. Gut, dann revoltieren wir doch mal mit Finnland. Das wäre bestimmt mal lustig noch zum Ende der Schweden, um das auch nochmal zu zeigen. Befäl? Ansonsten, wie gesagt, Ja. sehr viele Torps bauen ist sehr empfehlenswert. Und zwar überall an Holz, an Münzen vor allem. Und so, jetzt gehen wir mal hier runter. Bauen ein paar Blockhäuser. Ja, jetzt sind wir revoltiert. Bauen wir hier ein Blockhaus. Mindestabstand zum Dorfzentrum, ich merke schon. Bauen hier ein Blockhaus. Hier noch ein Blockhaus hin und einen habe ich noch vergessen, oder? Wir machen jetzt hier eine Belagerung sozusagen. So, wir sind jetzt hier revoltiert und haben... Oh, wir haben jetzt karelische Jäger, das sind sowas wie Plänkler scheinbar, die 18 Schaden machen, aber zweimal gegen Infanterie, okay. Das ist ziemlich gut. Und, einmal nehme ich schon vorab. Bei der Revolution hat sich eine große Sache verändert. Ihr könnt in Zukunft, wenn ihr revoltiert habt, wieder Siedler ausbilden. Normalerweise wenigstens. Wenn das hier bei den Schweden auch so ist.
Die Schweden können... Nee, okay, die Schweden haben besondere Sachen. Bei den anderen Nationen, die ich bisher ausprobiert habe, könnt ihr eine Karte entsenden, dass ihr wieder Siedler rekrutieren könnt. Hier bekommt ihr Nahrungskisten, Münzkisten, 6 Blockhauswagen, Akademie von Turku entsendet einen Kundschafter und 4 Wundärzte, 15 Elche, nördliche Wildnis ermöglicht karelischen Jägern das Sammeln von Rohstoffen aus Minen sowie von Nutz- und Jagdtieren. Ah, okay. Das ist die Karte, die wir uns holen können, damit unsere karelischen Jäger auch wieder sammeln können. Okay, und wir können uns 8 Hakapeliten hier zum Beispiel noch holen. 4 Schürfwagen. Holen wir uns mal noch die Hakapeliten. Alles klar. Cool. Ja, spannend. Und wie gesagt, bei jeder europäischen Nation gibt es hier viel mehr andere Möglichkeiten, die man sich aus der Heimatstadt schicken kann. Und ja, ich kann jetzt hier tatsächlich diese karelischen Jäger bauen. Wow, mit Holz. Das ist ja auch spannend. Genau, da sehen wir sie mal. Hier noch unsere Hakapeliten. Unsere Karolinger. Bringen wir die Lederkanonen ein bisschen nach vorne. Hier könnten wir eben alles nochmal jetzt upgraden. Ich glaube, damit haben wir jetzt aber schon alles Mögliche gesehen. Wir hätten natürlich auch ins Imperialzeitalter gehen können, noch weitere Torps bauen können. Genau, das ist jetzt, glaube ich, das Einzige. Bei anderen Europäern, wenn man revoltiert, kann man auch Siedler bauen, die dann auch wieder Gebäude bauen können. Hier kann ich jetzt nur eine Karte entsenden, die dafür sorgt, dass meine karelischen Jäger Nahrung und Münzen sammeln können, aber eben keine Gebäude mehr. Zum Beispiel, wenn ich da noch nicht alle Torps gebaut habe. Bevor ihr revoltiert, solltet ihr euch aber immer die 2 Fabrikwägen noch holen. Wir holen uns doch nochmal die Wundärzte. Einfach, weil wir es können. So, ihr beschießt hier alles. Ich würde sagen, jetzt geben wir mal den Holländern den Gnadenstoß. Wir können jetzt tatsächlich durchgängig auch diese karelischen Jäger in den Blockhäusern bauen. Aus Finnland. Plänkler mit wenigen Lebenspunkten, die über Angriffe mit großer Reichweite verfügen. Stark gegen Infanterie. Sammelt von Bäumen und aus Rohstoffkisten und baut Blockhäuser. Ah, okay, die können jetzt schon von Bäumen sammeln. Tatsächlich, die können jetzt schon Holz von Bäumen sammeln. Weil die kosten ja auch Holz. Das macht Sinn. Und durch die eine Karte können sie dann eben auch noch Münzen und Nahrung sammeln. Alles klar. Damit haben wir uns die Schweden jetzt mal ganz genau angeschaut. Oh, das sind nochmal einige Siedler. Ich würde sagen, jetzt machen wir es hier mal zu Ende. Vernichten das Dorfzentrum. Mittlerweile sind wir ja keine Schweden mehr, sondern Finnen geworden. Ist auch sehr spannend. Hier haben wir jetzt nochmal Kapeliten uns geschickt. Und schaut euch mal an, wie die Grafik hier ist, wie wir das Gebäude zerstören. Jawohl, und er gibt auf. Das ist das Ende von Moritz von Nassau. Damit haben wir gewonnen. Sehr schön. Wie gesagt, ich habe das jetzt nicht auf einem hart kompetitiven Modus gespielt. Ich wollte euch in aller Ruhe die Schweden einmal erklären. Ich werde zum Beispiel auch mal noch die Briten auf dem Expertenmodus spielen und euch zeigen, wie dann da die KI spielt. Und auch noch verschiedene andere Nationen, die ich euch noch vorstellen möchte. Es ist noch richtig viel geplant, was auf meinem Kanal kommen wird. Deswegen abonniert auf jeden Fall den Kanal unten, damit ihr keins der Videos mehr verpasst zur Age of Empires 3 Definitive Edition. Ich werde euch noch eine ganze Menge zeigen. Und wir können uns vielleicht nochmal die Statistik anschauen. Das interessiert euch vielleicht auch, wie die ausschaut mittlerweile. Hat sich ein kleines bisschen verändert. Ansonsten immer klassisch hier Rohstoffe, Wirtschaft, Militär. Zeitlinie ist auch wieder mit dabei. Kann ich meine Dorfbewohner sehen. Oder auch Bevölkerung, Militäreinheiten. Also alles Mögliche ist hier mit dabei. Genau. Ja, schaut doch am besten auch mal in mein Tutorial-Video rein. Für den Multiplayer erkläre ich euch alle Tipps und Tricks, die dort wichtig sind für Anfänger und für Fortgeschrittene. Einfach mal reinschauen. Ich verlinke euch das Ganze genauso wie meine Vorstellung der Inka und auch die erste historische Schlacht der Age of Empires 3 Definitive Edition. Bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.